Ihr Lieben, hier ein paar Tipps und Informationen für euch, was ihr immer wieder tun könnt und solltet, um in dieser nicht nur atmosphärisch sehr turbulenten Zeit der sehr großen Veränderungen in eurer inneren Balance, in eurer Kraft zu bleiben. Unsere Magnetosphäre wird immer schwächer, immer instabiler und kollabiert bereits bei weniger starken Sonnenevents. Ja, unsere Schutzhülle, das Magnetfeld dieser Erde, lässt immer mehr sehr hohe kosmische Strahlung zu uns durch. Und das zeigt sich jetzt auch in den gehäuft auftretenden, intensiven, oft roten Polarlichtern bis in mittlere Breiten, die nicht nur schön anzusehen sind, sondern in deren Nähe dieser interplanetaren Feldeinschläge übrigens auch sehr gefährlich sein kann. Und ja, diese extremen atmosphärischen Veränderungen und Einflüsse bewirken massive Veränderungen in der gesamten Biosphäre dieser Erde und damit auch in unserem Körper. Wundert euch also nicht über diverse Probleme und Symptome, die damit einhergehen können, auch bei den Tieren. Es sind teils extrem hohe Energien und Aufladungen im Feld, die für den Organismus eine sehr große Herausforderung sind, besonders wenn bereits Schwachstellen und individuelle Belastungen bestehen. Und ja, es sind auch viele Seelen, die sich jetzt in dieser Zeit verabschieden, um in die Seelenheimat zurückzukehren und uns von dort weiter zu begleiten. Und das Ganze hat nicht nur Einfluss auf unseren Körper, sondern auch auf die Psyche. Unsere Sensibilität erhöht sich immens, so wie auch die von Mutter Erde. Wir fühlen uns angreifbarer, schnell überreizt und überschießende Emotionen können sich verstärkt zeigen. Und deshalb sage ich auch immer und immer wieder, achtet sehr gut auf euch und auf eure Lieben. Ohne sich mit der Energetik zu beschäftigen, wird es in Zukunft schwierig. Trinkt ausreichend, um die Entgiftung zu unterstützen. Und ganz wichtig, eure Atmung und Erdung. Und mit der Atmung meine ich, atmet wie die Babys, mit eurem ganzen Körper und bis tief in den Bauch hinein. Legt dazu am besten eure Hände auf den Bauch und spürt, wie sich eure Bauchdecke beim Atmen hebt und senkt. Und zwar deutlich, bis ihr vollkommen entspannt seid, euer Mund voll Spucke ist. Denn im Modus von Stress und Anspannung, in dem wir viel zu oft sind, ist der Körper nicht auf Verdauung eingestellt, sondern auf Flucht oder Kampf. Und deshalb atmet, holt euch da raus. Atmet, bis euer Mund voll Spucke ist. Unsere Atemfrequenz hat Einfluss auf unsere Hirnströme und den gesamten Energiefluss in unserem Körper. Stress, Angst und negative Emotionen und Gedanken blockieren unsere Energie, unsere Lebenskraft. Und wie schon Paracelsus sagte, jede Krankheit beginnt im Kopf.
Und dann lasst das kristallin goldene Licht durch euch fließen und bittet das Universum mit dem Licht des Schöpfers alles zu reinigen, zu bereinigen, was nicht mehr zu euch gehört. Visualisiert das, das heißt, stellt euch vor eurem inneren Auge, wie sich das Licht spiralförmig über eure Wirbelsäule verteilt und euren ganzen Körper flutet. Lasst alles Dunkle nach unten abfließen. Und dann verbindet euch ganz tief mit Mutter Erde, mit ihrem Herzschlag, unserem Ursprung, indem ihr euch vorstellt, visualisiert, wie Wurzeln aus euren Füßen heraus wachsen, ganz tief in sie hinein. Und dann stellt gedanklich die Zahl 1000 unter eure Füße, Nullpunkt. Und was auch ganz gut ist, euren Körper von oben bis unten abzuklopfen, im Stehen natürlich, mit beiden Händen, von oben nach unten, um euch wieder spüren zu können. Denn wir sind viel zu oft nur im Kopf und im Gedankenkarussell, das uns gefangen hält. Und dann klopft ihr sanft mit der flachen Hand ein paar Mal auf eure obere Brust, um die Thymusdrüse und eure Selbstheilungskräfte zu aktivieren und spürt, wie ihr dabei immer ruhiger werdet. Und dann schließt nochmals eure Augen und schickt grünes Licht, das Licht der Regeneration und Heilung, dahin, wo Beschwerden sind. Flutet euer Herz damit. Jedoch, ganz wichtig, sollten stärkere Probleme immer auch ärztlich abgeklärt werden. Und vergesst bitte nicht euren energetischen Schutz, diesen goldenen Lichtkreis um euch herum regelmäßig zu erneuern, der euch immer und überall schützt. Denn es sind massive Manipulationen, nicht nur über die Luft, auch über manipulative Energien und Frequenzen unterwegs. Denkt daran, euch nicht in negative Emotionen und Energien hinein und hinunterziehen zu lassen, denn das schwächt euch massiv. Und das, gegen was wir ankämpfen, wird stärker. Sondern eure Gedanken in jedem Moment klar und eindeutig auf das auszurichten, was ihr euch wünscht und erschaffen wollt und auf nichts anderes. Durch die sehr hohen und schnellen Energien und Frequenzen, die jetzt zu uns kommen, durch uns fließen, manifestiert sich auch alles, was wir aussenden, immer direkter, immer schneller, im Guten wie im Schlechten. Und auch das ist es jetzt, was wir lernen müssen. Und bei all dem und so viel mehr hilft uns die Natur. Geht hinaus so oft wie möglich. Die Natur bringt im Moment alles Neue hervor. Sie ist eine Kinderstube jetzt. Verbindet euch wieder mit ihrer unendlichen Heilkraft. Verbindet euch wieder mit den Pflanzenwesen, den Bäumen, den Blumen, den Tieren.
Öffnet eure Herzen. Nehmt euch Zeit, sie zu beobachten. Sprecht mit ihnen, bedankt euch bei ihnen für ihr Dasein. Umarmt einen Baum. Nehmt seine Kraft und Weisheit in euch auf. Aber fragt ihn bitte vorher, ob das okay ist, denn diese Wertschätzung ist ihrer uralten Seele sehr wichtig. Legt euch mit dem ganzen Körper auf, Mutter Erde. Verbindet euch mit ihrem Herzschlag. Fühlt sie. Verbindet euch mit den Elementen. Berührt das fließende Wasser. Spürt es. Fühlt wieder. Und die Lebenskraft eures Atems bei all dem. Schaut in den Himmel, beobachtet die Wolken, die Sterne, verbindet euch mit Vater Himmel und den endlosen Weiten des Universums und den anderen Welten. Nehmt euch wirklich Zeit für all das. Wir sind Kinder dieser Erde. Wir sind aus Sternenstaub gemacht. Und wir sind Teil dieser wundervollen Natur, die uns umgibt und die wir sind. Oh ja, wir sind all das. Atme Erde und spüre dich wieder. Und wisse, hinter all dem, was jetzt geschieht und was dich vielleicht auch immer wieder stürmisch durcheinander wirbelt, ist das Licht deiner Seele, das sich aus der alten Matrix befreit, um uns wieder an unseren Ursprung zu erinnern, an unsere wahre Seelenkraft. Bleiben wir in unserer Kraft, ihr Lieben. Es ist das Wichtigste überhaupt jetzt in dieser Zeit der sehr großen Veränderungen. Und damit sende ich alles Liebe zu euch, eure Silvia.